Herzlich willkommen, lieber Schütze, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 10. Februar bis zum 19. Februar. Das ist die dritte Dekade im Sternzeichen Wassermann und wir befinden uns jetzt mitten in der Luftenergie vom Wassermann. Man merkt aber auch schon ganz leicht die Wasserenergien vom Fischen. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Schütze. Zu der aktuellen Dekade. Wir haben über die gesamte Dekade hinweg abnehmenden Mond. Ja, mal schauen, wie diese Dekade bei dir ankommen wird. Eine Karte für dich, lieber Schütze. Eine Karte für den Schützen für diese nächste Dekade. Das ist sie. Mal schauen, ich bin gespannt. Die Kaiserin. Es wird eine sehr entspannte Dekade. Eine sehr bereichernde Dekade mit ziemlich vielen positiven Ergebnissen. Eine Zeit, in der du dich zurücklehnen kannst und die Zeit für dich arbeiten lassen kannst. Denn um dich herum wurden viele Prozesse bereits in Gang gesetzt. Es gibt hier natürliche Wachstumsprozesse um dich herum, die so mit der Zeit aufblühen werden. Und wahrscheinlich wirst du das schon in dieser Dekade spüren und du musst dafür jetzt gar nichts mehr tun, außer deine Sinne auf Empfangsbereitschaft zu stellen und die Geschenke des Universums sozusagen anzunehmen. Eine gute Zeit für die Familie, eine gute Zeit für Geselligkeit auch, ne? Einheit zu schaffen, Verbindung aufzubauen, Dankbarkeit auch für das zu empfinden, was in seinem Leben gut läuft, was sein Leben sehr reichhaltig im Moment macht. Eine Zeit auch der kreativen Ideen. Also in dieser Zeit könntest du auch auf sehr gute Gedanken kommen und dieses Geschenk des Universums könnte sich halt in Form einer sehr guten Idee zeigen, die jetzt einen Prozess auslöst, der eben auch sich zu einem späteren Zeitpunkt aufblühen kann. Du möchtest hier auch dein Potenzial entfalten. Es gibt vielleicht etwas in deinem Leben, was du schon lange nicht mehr beachtet hast. Eine Angelegenheit, in der du nicht genug Achtsamkeit hineinbringen konntest für eine gewisse Zeit. Es könnte eine alte Verbindung sein, einem Menschen, mit dem du schon lange keinen Kontakt mehr hattest. Oder es könnte halt auch ein Wunsch aus der Vergangenheit sein, ein Bedürfnis. Oder eben eine Fertigkeit, ein Hobby, welches du schon lange nicht mehr nachgegangen bist. Ja, etwas, was deine Person sehr, sehr stark auch ausmacht, gerät jetzt wieder in den Fokus deiner Aufmerksamkeit. Und du suchst auch danach. Du möchtest diesem Thema in deinem Leben auch mehr Raum schenken. Jetzt bist du bereit dafür, dir diese Themen mehr anzugucken. Und das hat, glaube ich, schon hier viel was mit Zwischenmenschlichkeit zu tun. Die Karten sagen hier an dieser Stelle, dass es für dich hilfreich ist, wenn du darauf achtest, bei deinen sozialen Kontakten sehr viel Verbindung aufzubauen und Harmonie aufzubauen und hier eine gewisse Balance zu erreichen, eine gewisse Tiefe. Dass dir das dabei helfen wird, das, was so lange im Schatten lag, an die Oberfläche zu bringen und dem mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und zum Ende der Dekade hin, so ab dem 14., 15. Februar, wirst du hier voll in deine Energie kommen und plötzlich sehr, sehr viel Engagement spüren, sehr viel Motivation, sehr große Lust haben, sehr fleißig zu sein und dich total auf ein Thema zu fokussieren. Es könnte wirklich so ein Gefühl sein, dass es dich packt. Du musst dafür nichts tun, ne? Die Motivation kommt von ganz alleine.
und könnte dich sogar richtig überwältigen. Und dann bist du auch bereit, 100% zu geben. Wir schauen mal, auf was für Lebensbereiche sich das bei dir bezieht oder mit welchen Herausforderungen es einhergeht. Hier haben wir den Ritter der Scheiben. Diese Karte kann auf dich verweisen oder auf eine Person in deinem Umfeld und manchmal ist es auch wechselwirkend. Der Ritter der Scheiben ist eine Erdperson, könnte also hier Steinbock, Stier oder Jungfrau sein, muss aber nicht unbedingt, aber kann. Aber diese Karte kann, wie schon gesagt, sich auch auf dich beziehen, auch wenn du ein Feuerzeichen bist. Aber letztendlich haben wir und die anderen natürlich auch alle Elemente in uns drin und müssen auch manchmal andere Wesensmerkmale zeigen, als die unserer Natur entsprechen. Der Ritter der Scheiben ist eine Person, die mitten im Leben steht, eine Person, die Verantwortung übernehmen kann, eine Person, die sehr stabil ist, sehr viel Kontinuität und Ausdauer mitbringt. Diese Person kann in der Tat ein richtiger Fels in der Brandung sein. Ja, entweder musst du diese Charaktereigenschaften zeigen oder eben du hast es mit einem Menschen zu tun, der diese Charaktereigenschaften hat. Ja, wir schauen uns die Person gleich nochmal an. Hier kommt auch nochmal Erdenergie rein, Steinbock besonders. Spricht dafür, dass du eigentlich sehr stabil bist. Diese Karte hat auch viel von Erde. Erdenergie ist gerade sehr, sehr wichtig. Da zeigt sich einfach ein gesundes Selbstbewusstsein bei dir, dass du auch in der Lage bist, Grenzen zu ziehen und auf deinen eigenen Bereich fokussiert zu sein, auf deine eigene Person. Und dass du deine Beziehungen stabilisieren möchtest und deine Finanzen natürlich auch, deine ganze Situation und dass dir das erfolgreich gelingen wird. Ich sehe hier sehr viel Selbstbewusstsein bei dir, sehr viel Selbstgewissheit, ne? Dass du dich einfach sicher fühlst. Die ist aber weit geflogen. Okay, was haben wir hier? Ja, der Ritter der Scheiben ist einfach nur glücklich. Für den ist das Leben sehr, sehr leicht im Moment. Ich sehe das auch bei dir, hier mit der Kaiserin. Hier gibt es eine offene, ehrliche Kommunikation, sehr viel Liebesglück, sehr viel Innigkeit und ja, dass man das Leben einfach auch ein bisschen leicht nimmt. Dass man die Sonnenseiten des Lebens genießen kann. Ja, ich sehe hier wirklich sehr viel Innigkeit mit deinen Mitmenschen, sehr viel Geselligkeit, vielleicht auch einige gesellige Anlässe und hinter diesem neuen Selbstbewusstsein, hinter diesem neuen Glück, welches du erfahren wirst, da steckt auch ein Neuanfang dahinter, das Aeon, etwas Neues tritt in den Vordergrund und nimmt eine andere Gestalt an. Es basiert alles auf Entwicklungen, die du bereits getätigt hast, Schritte, die du bereits eingeleitet hast, aber es beginnt in dieser Dekade fürwahr an zu blühen, zu erblühen tatsächlich. Und es hat mit diesem Ritter der Scheiben zu tun, entweder du selbst oder eben eine externe Person. Der Ritter der Scheiben, da geht es auch viel um die Finanzen, ne? Diese Person hat sehr viel materielle Güter, sehr viel Reichhaltigkeit, ein stabiles soziales Netz und das wirkt sich eben hier auch sehr positiv aus. Also wird für dich wirklich, glaube ich, eine sehr glückliche Dekade, lieber Schütze. In der Vergangenheit hast du Liebe erfahren. Du konntest das Verbindende in einer Angelegenheit sehen. Du konntest in deinem Leben gewisse Gegensätze miteinander vereinen und plötzlich ein höheres Bewusstsein darüber erlangen. Und das hat dich jetzt in diese Situation gebracht. Du kannst dein Leben und viele Aspekte deines Lebens vielleicht jetzt aus einer positiveren Sichtweise, Perspektive heraus erleben. Aus einer Perspektive heraus, die mehr, ja, eben Verbindung und Einheit dir vermittelt.
Für den einen oder anderen hat sich hier natürlich auch eine neue Liebe eröffnet, ne? Eine Liebe, eine Beziehung vertieft, eine Partnerschaft vertieft oder eine anfängliche Beziehung vertieft. Wenn das nicht der Fall war, dann sehe ich hier auf jeden Fall mehr so die Selbstannahme im Vordergrund, ne? Dass du hier mit dir selber ins Reine gekommen bist und einige Wesensanteile deinerseits akzeptieren gelernt hast. Und jetzt gilt es, diesen Zustand zu genießen und dauerhaft zu stabilisieren, denn du siehst hier viel neues Potenzial für eine dauerhafte Stabilisierung. Ja, hier gibt es vielleicht neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen, neue Möglichkeiten, dir mehr Sicherheit und Stabilität zu verschaffen. Bei einer Beziehung auch Möglichkeiten, die Beziehung zu festigen. Ne? Vielleicht gibt es hier Überlegungen, dass ihr zusammenzieht oder irgendwie eure Situation stabilisiert. Also du siehst, du bist hier voller Hoffnung und siehst zuversichtlich auf deine Zukunft und hast neue Möglichkeiten. Und das ist dir halt auch klar, du siehst hier ein Fenster. Und das erzeugt natürlich in dir sehr viel Optimismus. Mit den 3 der Stäben hat man hier wirklich viel Zuversicht, viel Vertrauen in die Zukunft. Frühlingsgefühle zeigen sich hier vielleicht, ne, auch ein neues Verliebtsein. Ein Verliebtsein in die Welt, in dich selbst, in deinen Partner oder eine neue Person. Du bist hier von hohen Idealen angetrieben. Du möchtest es jetzt diesmal alles richtig machen und möchtest nach deinen ethischen Grundsätzen handeln und bist zuversichtlich, dass dir das auch gelingen wird. Also hier wirklich eine ganz positive, motivierende Energie, die sich in dir aufbaut. Ne? Das Palomino, das zeigt sich ja zum Ende der Dekade, wirst du plötzlich wirklich von sehr großen Ambitionen gepackt sein und plötzlich voll in deiner Energie sein. Ja, für dich ist das jetzt auch gerade, also bald, also es wird dann so eine Phase geben zwischen den 10. und 15. Februar, in der du so ein bisschen aus deiner Routine ausbrechen kannst und eine Zeit, die dir eine gewisse Abwechslung verschaffen wird. Falls du Single bist, wirst du hier viel in Situationen kommen, in denen du flirtest, ne? Unverbindliche Flirtereien sehe ich dann hier, aber halt auch irgendwie, ja, kleine Abweichungen von der Routine, vom Alltag. Und das wird dich sehr beflügeln und inspirieren. Das wird dir ein gutes Gefühl geben. Und das hat auch den Grund, dass deine Umgebung sich gerade ein wenig umstrukturiert, weil du veränderst dich und deine Umgebung verändert sich mit dir und auf eine so sehr ausgleichende, einpendelnde Art und Weise. Das wird sich sehr angenehm anfühlen und dir auch wiederum neuen Mut und Schaffenskraft geben. Hier die Königin der Scheiben. Interessant, es scheint mir hier die gleiche Person zu sein. Und da sehe ich halt einen Reifungsprozess dieser Person, ne? Vom Ritter zur Königin. Ein Reifungsprozess. Diese Person reift auch noch und wird ein wenig weiser in dieser Energie. Geht ein bisschen weiser mit dieser Erdenergie um. Entweder du oder eben dein Gegenüber. Und wenn das eine externe Person ist, dann bist du von dieser Person wirklich sehr motiviert, dann treibt diese Person dich an, dann willst du hier diese Veränderung oder dieses Wachstum auch für diese Person mit erreichen. So, ne? Das ist dir dann wichtig, dich gegenüber dieser Person zu behaupten. Wenn es hier um dich geht, könnte es hier wirklich viel um Arbeit gehen. Darum, dir mehr finanzielle Möglichkeiten zu schaffen und eine gesicherte, andauernde berufliche Situation, dass du hier mehr erreichen möchtest, was auch dauerhaft Bestand hat.
Aber vielleicht hast du es wirklich mit einer anderen Person zu tun. Nämlich hier zeigt sich ja ein Ritter der Stäbe. Jetzt haben wir Königin und Ritter. Zwei unterschiedliche Personen. Und da ist es schon eher naheliegend, dass du der Ritter der Stäbe bist. Auch wenn du eine weibliche Person bist. Weil Stäbe entspricht Feuerenergie, ne? Und ich sehe hier, dass ihr beide einen mutigen Schritt aufeinander zugehen wollt. Und ihr wollt euch auch für diese Beziehung engagieren. Und ihr seid auch beide bereit, den nächsten Schritt in eurer Beziehung zu tun. Und einen Sprung nach vorne zu wagen. Ihr seid sehr entschlossen, diese Beziehung zu festigen. Und möchtet stark sein für diese Beziehung. Ihr seid nämlich auch ein gutes Team. Hier gibt es wirklich eine starke Harmonie zwischen euch beiden. Diese Person muss nicht unbedingt Erdzeichen sein, aber es ist definitiv so, dass in Relation zu dir ist diese Person einfach eine eher ruhige, besonnene Person, die auch bescheiden sein kann, die aber bereits viel erreicht hat und ein gesundes Selbstbewusstsein mitbringt, eine Gelassenheit. Ne? Diese Person bringt Gelassenheit in eure Beziehung und das tut euch ziemlich gut. Das weißt du auch sehr zu schätzen. Diese Person kann auch ein anderes Feuerzeichen sein. Hier zeigt sich auch Löwe und Widder. Widder zeigt sich hier viel. Steinbock, Zwilling. Ja, das sind so die Sternzeichen, die ich hier im Fokus sehe. Stier könnte auch gut sein. Ne? Also je nachdem. Aber es gibt hier, ihr seid wirklich ein gutes Team. Ihr kommuniziert offen miteinander und Absprachen werden auch eingehalten. Ihr seid beide zuverlässig euch einander gegenüber. Und hier gibt es einfach auch eine gewisse Reife, ne? Auf beiden Seiten. Ne? Ihr wisst, was ihr wollt. Ihr wisst, was Beziehung bedeutet. Ihr seid beide bereit, Verantwortung zu übernehmen. Also es sieht mir hier sehr positiv aus. Ich weiß nicht, ob ihr wirklich in einer Liebesbeziehung seid. Es kann sich auch um eine Geschäftsverbindung handeln. Ne? Also dann sehe ich hier auch sehr viel Engagement und eine sehr gute Teamarbeit. Es kann sich hier wirklich auch um eine Geschäftsverbindung handeln. Und die Königin der Stäbe zeigt sich hier. Ja, das ist interessant, ne? Wir haben ja zweimal Ritter, zweimal Königinnen. Vielleicht ist es auch eine Person, die dir sehr ähnlich ist. Sehr, sehr schwierig gerade. Die Königin der Stäbe würde ich jetzt erstmal zunächst mit dir assoziieren, ne? Dass du hier auch einen Reifungsschritt vollziehst und vor allem von deiner Umgebung als diese Königin wahrgenommen wirst, als eine sehr weise Frau, die aber, oder Person, sehr weise Person, die auch gewisse Dinge durchsetzen möchte, die sich aber auch sehr für andere einsetzen kann. Eine natürliche Autoritätsperson, ne? Eine Person, die man einfach gerne respektiert. Eine Person, die halt auch eben sehr präsent ist, ne? Sehr im Fokus der Aufmerksamkeit steht und eben die Angelegenheit in der Regel selbst in die Hand nimmt. Eine sehr unabhängige Person. Aber diese Königin der Stäbe erfährt richtig starke Verbindung, fühlt sich jetzt endlich angekommen, fühlt sich am richtigen Ort, fühlt sich sehr, sehr wohl in ihrer Haut und hat das Gefühl, Erfolg zu haben in der Liebe und oder im Beruf, ne? Je nachdem, was es hier geht. Es wird hier eine wirklich wunderschöne Dekade für dich, ne, lieber Schütze.
Also diese Person sollte aber hier so ein bisschen aufpassen vor unklaren, verhängnisvollen Situationen, vor eigenen destruktivem Handeln, das aus einem gewissen Mangelgefühl heraus resultiert. Ja, denn diese Person erfährt zwar Vollständigkeit, aber es ist ja so im Leben, dass nie alles perfekt ist. Und trotz eventueller Probleme sollte sich diese Person, entweder du oder dein Gegenüber, nicht auf irgendwelche unklaren, verhängnisvollen Situationen einlassen. Aber wir schauen mal weiter. Du erwartest eigentlich, ihr seid ja beide ein gutes Team, ne? Du erwartest, dass es noch einige Meinungsunterschiede zwischen euch beiden geben wird. Vielleicht findest du das auch reizvoll, vielleicht motiviert dich das auch, vielleicht findest du das auch anregend, dass ihr, also ich sehe hier auf jeden Fall sehr viel Respekt auf beiderseits, aber halt eben auch das Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Perspektiven. Und du rechnest schon damit, dass das manchmal kollidieren könnte. Aber es wird es gar nicht. Ich glaube, es wird viel, viel einfacher, als du denkst. Du lässt dich hier fallen. Du gibst dich tatsächlich hin in dieser Energie, wenn dieser Motivationsschub kommt, ne? Wenn hier diese Leidenschaft sich plötzlich in dir zeigt, wie von selbst, dann sagst du, okay, ich gehe all in und lässt dich fallen, ne? Lässt es fließen. Und ja, das bringt dich tatsächlich auf den richtigen Weg. Dieser 7 der Kelche, die sich eben hier noch gezeigt haben, bei der Königin der Stäbe, könnte auch so ein Warnhinweis auf ja, destruktives Verhalten sein, auch Genussmittel jeder Art. Es könnte hier wirklich ein kleiner Hinweis darin stecken, dass du, falls du auf dieses Verhalten eingehst, dir eine wertvolle, also auf dieses destruktive Verhalten eingehst, eine wertvolle Erfahrung dir entgehen lassen könntest. Ne? Also pass so ab den 14., 15. ein wenig auf mit Genussmittel jeglicher Art oder anderen destruktiven Verhalten. Das könnte sonst diese ganze Energie so ein bisschen blockieren, ne? Weil es ist hier wirklich sehr, sehr schön. Du kommst hier wie von selbst in so einen Motivationsschwung und kannst dann einfach die Energie dich dem hingeben, so. Die Energie laufen lassen. Und hast auch starkes Vertrauen. Du bist ja hier auch in einer sehr sicheren Situation. Du hast ein starkes Vertrauen zu dir selbst und auch zu deinen Mitmenschen, zu der Welt. Und eine tiefe Überzeugung, dass letztendlich die Dinge sich zum Guten hin entwickeln und genauso, wie es deinen Wünschen entspricht. Und du hast auch allen Grund dazu, das zu denken. Was sagt denn das Mondorakel zu deiner Situation? Ganz kurz. So. Ich weiß nicht, ob du die Karten siehst. Okay. Schauen wir mal. Wohlstand ist in Sicht. Neumond in Stier. Es geht hier schon viel um die Finanzen. Ja. Wohlstand ist in Sicht. Es kann natürlich auch, wenn es um eine Beziehung geht, auch immaterieller Wohlstand sein, ne? Emotionaler Wohlstand. Denn so eine Erdperson kann einen schon viel Stabilität und Sicherheit vermitteln, ne? Und das ist ja auch Wohlstand. Eine stabile, feste Beziehung ist hier vielleicht in Aussicht oder eben eine deutliche Stabilisierung und Verbesserung deiner Finanzen. Zum Ende der Dekade hin
ab den 15. halt, ne? Mit der Hohepriesterin ist auch interessant, dass du eine gute Intuition haben wirst, falls du in der Zeit irgendwie Entscheidungen triffst. Hast du hier also du kannst hier aus der Intuition heraus gute Entscheidungen treffen. Hast hier eine Ahnung, was halt das Richtige ist, ne? Die Hohepriesterin, es kann sich da auch manchmal um Unklarheiten handeln, etwas, was so im Verborgen ist, aber du hast eine Ahnung, was vor sich geht, ne? Vielleicht so vom rationalen Wissen nicht, da fehlen dir vielleicht Informationen, aber diese Ahnung, die du dann haben wirst, ist auch die richtige. Deiner Intuition kannst du in dieser Zeit sehr stark vertrauen. Und dann haben wir hier noch das feministische Orakel. Laverne Cox, die auch die Zwilling ist, ne? Zwilling ist ja auch immer eine interessante Kombi, Zwilling-Schütze. Hab keine Angst davor, jeden Raum auszufüllen. Hier, dein Selbstbewusstsein, ne? Und der Schatten, der Neuanfang. Manchmal ist schon die bloße Existenz revolutionär. Ja, manchmal schon, ne? Dagegen kann man halt leider irgendwie nichts machen. Und tatsächlich ist es wichtig, für seine eigene Person einzustehen. Und es ist auch jedes Mal irgendwie eine kleine Revolution, ne? Im Privaten. Kann ich mitgehen. Dein wahrer Unterdrücker bist vielleicht du selbst. Ja, auch interessant, ne? Du hast dich immer zurückgehalten. In der Vergangenheit hast du halt einen gewissen Aspekt in deinem Leben nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Und dieser Aspekt in deinem Leben hat sehr viel mit deiner eigenen Person zu tun. Und so gesehen hast du dich dadurch, dass du diesen Aspekt deines Lebens nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt hast, zu den Unterdrücker deiner eigenen Person gemacht, ne? So könnte man das sehen. Jetzt ist eben die Zeit, du bist stabil genug, um dich davon zu befreien, ne? Und es geht gar nicht so viel in dieser Dekade um Befreiung, sondern eher um Aufbau. Ja, es ist hier eine Phase des Aufbaus. Und so zeigt sich plötzlich deine ganze Umgebung in einem neuen Licht, ne? Weil du jetzt im Aufbauprozess bist. Ja, lieber Schütze, ich hoffe, dass dich diese Legung inspiriert hat und dass sie dir gefallen hat. Ich wünsche dir eine sehr erfolgreiche Dekade mit sehr vielen positiven Erfahrungen und Erfolgen. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.